Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Wir befinden uns heute auf EU 25 auf dem Assassinen und ich habe mir nochmal so die grundlegende Frage gestellt, welche Klasse ist für mich wohl so am besten geeignet für die nächste Langzeitklasse, die ich ja vorhabe auf EU 50 zu spielen. Und das dauert natürlich noch ein paar Jahre, das ist mir bewusst, aber ich mache mir lieber frühzeitig Gedanken darüber, was ich für eine Klasse spiele, als dass ich es nachher am Ende bereue, da nicht genug Recherche gemacht zu haben. Und da bin ich gerade ja viel am Testen. Ich habe jetzt in der Vergangenheit zum Beispiel die neueste Klasse, den Pestdoktor, getestet. Ob das was für mich langzeittechnisch ist, so. Da muss ich sagen, der Pesti hatte mir auf EU 24 jetzt nicht so 100% viel Spaß gemacht, ja. Wenn ich jetzt alleine den Pestdoktor vergleiche mit dem Assassinen, ja, weil der Pesti war ja auch zur Auswahl bei mir. Und wenn ich die beiden jetzt vergleiche, muss ich sagen, von den Geschickklassen her macht mir der Assassine mehr Spaß, ja. Also es fällt für mich schon mal bei diesem Ranking der Pestdoktor raus, weil der Assassine tatsächlich mir mehr Spaß macht, so. Okay, jetzt hatte ich aber noch zwei andere Klassen, die ich zur Auswahl hatte, und zwar war das ja einmal der Paladin gewesen und der Nekromant. Ja, die hatte ich beide im Vergleich gehabt und den Paladin werde ich jetzt testen auf EU 26. Der Server, der startet ja tatsächlich schon sehr bald. Man kann sich hier, oder beziehungsweise noch nicht, aber in 6 Tagen startet die Welt und dann kann man hier schon so ein bisschen deinen Namen, kannst du hier schon einfügen und so, ne? Und da werden wir den Paladin nochmal testen, weil den Paladin, den fand ich auch sehr interessant. Aus vielerlei Aspekten. Nicht nur von seinem Skillset her macht er mir Spaß, sondern es ist auch eine sehr gute Late-Game-Klasse, wie ich finde. Und ich möchte ja, wenn ich eine Sache durchziehe, die richtig durchziehen und dann bis zum Ende. Und dann ist der Paladin als Late-Game-Klasse für mich sehr gut. So, jetzt haben wir das Problem, der Assassine und der Paladin, das sind beides sehr gute Late-Game-Klassen. Und wir haben halt eben noch den Nekromant, ja, der mir auch sehr viel Spaß macht. Und den Nekromant hatte ich eigentlich gegen den Paladin erstmal ausgesucht, weil ich der Meinung war, okay, der Nekro würde ein bisschen besser zu mir passen, weil ich habe ja 3 Main-Klassen, einen Magier, einen Battlemage und Krieger. Das heißt, ich habe schon 2 Tanks und eine Damage-Dealer-Klasse. Ja, und der Krieger ist ja auch sehr, sehr, sehr ähnlich zu dem Paladin. Deswegen, dann hätte ich 3 Tanks und ein Mage halt, ja, und 2 Klassen, die sich sehr ähneln mit dem Krieger und dem Paladin. Deswegen war für mich erst der Nekromant eher interessant gewesen, weil das dann so wäre, dann hätte ich 2 Tanks und 2 Damage-Dealer-Klassen, Nekromagier als Squishies und Battlemage Krieger als Tanks. Und deswegen habe ich gedacht, okay, das passt sehr gut. Ja, dann habe ich so ein bisschen überlegt und hatte auch tatsächlich hier auf Twitch im Chat dann ein bisschen mit Deadelize geschrieben, der ja auch einen der stärksten Nekromanten gespielt hatte. Der hat jetzt ja auch gequittet und der hatte gesagt, der Nekromant, das war wirklich, ja, eine Entscheidung, die er so ein bisschen bereut hatte. Und als jemand, der so viele Pilze, ich glaube, der hatte auch, keine Ahnung, 700.000 Pilze oder noch mehr, ich weiß es jetzt gar nicht, in den Char gesteckt und einer der stärksten Nekros weltweit. Das Problem dabei ist, beziehungsweise der Vorteil, der Nekromant ist sehr cool im Early Game und Mid Game, weil du kannst gut Damage raushauen, du bist stark in den Dungeons, aufgrund deiner Volatilität sehr gut geeignet für PvE, so, ne, aber du hast halt eben das Problem, du hast eine 50%ige Chance, eine Fähigkeit zu casten, dann eine 1:3 Chance, die richtige Fähigkeit zu casten, das ist halt der Hound, und der Hound muss auch halt erstmal critten, beziehungsweise er muss erstmal treffen, weil den kann man auch dodgen oder blocken. Und er muss critten, weil er kann auch nicht critten. Und erst dann entfaltet sich das volle Potenzial des Nekromanten. So. Und das sind halt zu viele Komponenten, die übelst random sind. Das heißt, er verkackt oftmals im PvP gegen andere Klassen aufgrund der fehlenden Fähigkeiten so, die er dann castet. Und jetzt habe ich mir so überlegt, okay,
der Nekromant ist eine sehr spaßige Klasse, es macht Spaß, die Fights anzuschauen, man fiebert so ein bisschen mit, aber im Late Game ist man halt super, super random. So, man hat eine super random Class und ja, mit dem Nekromant nachher im PvP wahrscheinlich nicht so viel Spaß. So, und dann habe ich mir jetzt halt überlegt, okay, wie viel Zeit verbringe ich im Early- und Mid-Game und wie viel Zeit verbringe ich im Late-Game, ja? Im Early- und Mid-Game bist du vielleicht, sagen wir mal, lass es ein Jahr sein oder so. Oder lass es vielleicht auch 2 Jahre sein, das ist schon nachher ein bisschen schon fast zu viel. Sagen wir mal 1 Jahr, bist du im Early- und Mid-Game so und hast mit dem Nekromant richtig viel Spaß. Du pusht bis 350, gehst dann in die Dungeon-Pause. Dann ist erstmal schon Feierabend, weil dann kannst du keine Dungeons machen, das, was den Nekromant eigentlich auszeichnet. Dann machst du eine DPA, so, und dann machst du wieder keine Dungeons und dann ist nur noch PvP eigentlich angesagt. Nachher später, dann interessieren die Dungeons auch nicht mehr so, ne? Und da beginnt ja erst eigentlich der richtige Spaß für mich als eingefleischter Late-Game-Spieler. Das heißt, ich habe mit dem Nekromant, sagen wir 1 oder 2 Jahre Spielzeit richtig Spaß. Ja, auch wenn man jetzt die Dungeon-Pause rausrechnet, vielleicht nur 1 Jahr ist oder nicht mal oder ein paar Monate vielleicht, weil man ist ja so schnell raus aus dem Early-Game, ja, dass man halt eben sehr viel Spaß in der Etage hat, aber ich verbringe ja viel mehr Zeit im Late-Game, wenn ich die Klasse eben auf Langzeit spielen möchte. Und ich möchte ja, meine nächste Klasse auf EU50 soll ja ein Langzeit-Server werden. Und deswegen, ja, hatte ich mir überlegt, okay, ist der Nekromant dann wirklich so der richtige Pick? Und ja, habe das dann dem Paladin gegenübergestellt. Ja, und musste dann sagen, okay, der Paladin, der ist mit seinem Heal und mit seinem Leben wirklich eine sehr konstante Klasse einfach, ja. Der ist sehr, ja, stackt halt sehr viel Leben, ist vielleicht jetzt nicht so extrem stark im Early Game, aber das tut auch eigentlich gar nicht so 100% zur Sache, weil am Ende des Tages, wenn du viele Pilze reinsteckst, kommst du mit dem Paladin auch sehr weit, ne? Oder halt mit anderen Klassen. Man sieht das ja auch, manche kommen ja auch mit dem Battle Mage sehr weit, wenn der Pilzverbrauch halt eben auch dementsprechend da ist, so, ne? Und deswegen kann man das gar nicht so 100% irgendwie alles so pauschalisieren. Deswegen ist das sogar eigentlich relativ egal. Und dann hatte ich so, ja, überwogen, okay, mit dem Nekromant hat man eventuell so und so viel Spielspaß eine Zeit lang und dann im Late Game, im PvP wird es dann nur noch nervig, weil dann brauchst du halt konstantere Klassen, meiner Meinung nach, und hast dann im Late Game mehr Spaß an der Klasse. Ich sehe es ja zum Beispiel auch an meinem Battle Mage, ja, ultra kacke zum Serverstart gewesen, sehr, sehr schlecht in Dungeons, aber wie der mir im Late Game Bock macht, das ist unfassbar. Und deswegen habe ich dann gesagt, okay, auch von dem Feedback so ein bisschen von Datalize, dass er so ein bisschen auch da Probleme mit dem Nekro gehabt hat im PvP, im Late, dass die Klasse da nicht mehr so bockt, habe ich mich dann jetzt dazu entschieden, okay, beim Paladin gegen den Nekromant würde ich, glaube ich, eher Richtung Paladin gehen, ja, weil der einfach ein bisschen konstanter ist und man hat ja auch trotzdem Spaß mit der Klasse im Early- und Mid-Game, weil die Heal-Fähigkeit ist cool, ja, wenn du mal so eine Combo hast, wo du so verschiedene Schläge blockst, zum Beispiel, wenn du direkt den Nekromant gegen den Paladin gegenüberstellst, ja, und der Nekromant, der hat es jetzt mal geschafft, eine 50-50 Chance, dass er einen Spell castet. Der hat es geschafft, dass er eine 1:3 Chance den Hound raushaut, ja. Und der schafft es, dass der Hound auch noch crittet. So, dann tritt er gegen den Paladin an, der hebt sein Schild und healt sich. Ja, der healt sich dann einfach um den Schaden von dem Hound, was der Nekro auf den Paladin dann gebracht hat. Und das ist dann richtig viel Heal, weil der Nekro natürlich dann richtig viel Damage raushaut. Das ist so belastend für einen Nekromanten. Und deswegen, ja, war es bei der Auswahl dann Paladin gegen Nekro, dann jetzt eher der Paladin, auch wenn der jetzt in meine Klassenauswahl so ein bisschen hier jetzt nicht reinpasst. Okay, da hätte jetzt eher ein zweiter Damage-Dealer reingepasst, aber ich sehe es dann eher so, lieber spiele ich dann mehr Tanks, obwohl ich eigentlich mehr die Damage-Klassen mag, als dass ich nachher meine Entscheidung irgendwie bereue und habe dann mit der Klasse individuell mehr Spaß, als dass ich sage, okay, ich bin breit gut aufgefächert, macht ja eigentlich gar keinen Sinn. Spiel die Klasse, die dir mehr Spaß macht, so, ne? Ja, und jetzt
bin ich halt auf EU25 mit den Assassinen. So, und der Assassine ist halt eben auch eine Klasse, eine Geschickklasse, die fehlt mir tatsächlich noch. Also ich habe ja 2 Stärkeklassen und eine Intelligenzklasse. Mit dem Paladin wären es jetzt dann 3 Stärkeklassen und Geschick habe ich noch gar nicht. Beruht aber so ein bisschen darauf, dass ich generell Geschickklassen bisher nicht so krass irgendwie gefeiert habe, so, ne? Und den Assassinen, den habe ich jetzt halt nochmal eine Chance gegeben, weil es auch einer der Klassen war, wo ich sagte, okay, ja, juckt mich eigentlich nicht so, ne? Wie ich auch anderen Klassen eine Chance gegeben habe, zum Beispiel den Druiden, ne, so unbeliebte Klassen. Druiden, den fand ich ganz cool. Bade habe ich eine Chance gegeben. Bade fand ich wirklich nicht so cool. Ja, liegt aber nicht daran, dass der Bade kacke ist, sondern dass der Bade mir vom Skillset her so nicht so gefällt. Und ja, deswegen ist es jetzt hier halt eben auch der Assassine geworden, auch mit dem Hintergedanken, der Assassine ist mit einer der stärksten, wenn nicht sogar die stärkste Klasse nachher im Late Game. Aufgrund seiner 2 Waffen haut er sehr konstanten Schaden raus und ist halt sehr, sehr gut im PvP nachher später. Und im Early Game kann man ihn auch gut hoch pushen, auf jeden Fall. Und deswegen war das halt eben so ein bisschen das Ding. Ja, probierst du auf EU25 nochmal den Assassinen aus und er macht mir tatsächlich mehr Spaß, als ich gedacht hätte, ja. Und jetzt ist es halt eben so ein bisschen die Wahl zwischen den Assassinen und dem Paladin bei mir persönlich, die sich jetzt so gerade stellt für die nächste Langzeitklasse. Und mir macht der Assassine wirklich Spaß. Ne? Allerdings macht mir der Paladin auch sehr viel Spaß und den werde ich jetzt halt auf EU26 testen nochmal und werde dann das direkt nochmal so für mich dann vergleichen, auf jeden Fall. Dann besteht ja noch die Möglichkeit, dass bis EU50 auch noch eine potenzielle oder 2 potenzielle neue Klassen rauskommen, die mir ja auch noch gefallen könnten. Also das steht auch noch im Raum, ne? Also das ist auch noch nicht ganz weg vom Tisch. Das, was ich jetzt nur gesagt hatte, handelt sich ja eher so um die bestehenden Klassen und nicht die Klassen, die noch kommen könnten, ne? Die Klassen, die kommen könnten, könnten mir natürlich auch sehr gut gefallen. Dann kann man das natürlich dann nochmal neu bewerten, das Ganze. Aber das müssen wir dann erst schauen, ne? Beim Pestdoktor hat es ja bei mir auch nicht so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Deswegen werden wir das dann bewerten, wenn es dann erstmal soweit ist, ne? Also für mich im Moment eher, ich tendiere eher Richtung Paladin, sag ich mal. Bin weg vom Nekromanten. Pestdoktor habe ich nach dem letzten Serverstart dann sowieso für mich dann entschlossen, okay, nicht meine Klasse. Und jetzt gucken wir dann auf EU26 dann uns den Paladin an und werden dann nochmal neu bewerten, wie es dann so aussieht, ne? Aber im Moment muss ich trotzdem sagen, fand ich von dem, wie ich den Paladin gespielt hatte, den Paladin auch sehr spaßig, so für mich persönlich so, ne? Deswegen, genau, da sind so meine Gedankengänge für die neue Late-Game-Klasse, den neuen Langzeitchart, den ich anfangen will. Und deswegen, ja, sind das auf jeden Fall erstmal so meine Gedankengänge. Schreibt mir sehr gerne mal in die Kommentare rein, wie ihr das seht, aber das ist so definitiv das, wo es bei mir dann in die Richtung geht. Gut, aber das soll es erstmal auch soweit von dem Video gewesen sein. Ja, wenn sich da natürlich nochmal was ändert oder neue Klassen rauskommen, werden wir es natürlich nochmal alles neu bewerten, aber bisher führt bei mir trotzdem so ein bisschen der Paladin, werden das aber nochmal auf EU26 ausführlich testen, ne? Bis dahin alles Gute, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal.